Er ist ein Loser. Und bleibt ein Loser. Sorry, dann tut mir leid, dass ich das unterstellt habe. Kein Problem, Ahmed. Aber ich weiß ganz genau, wer dir das erzählt hat. Ich werde meine Chance nutzen und dir den Gürtel abnehmen. We are both men of the honor, right? At the end, everybody will fight for himself. Schau mal. Ich habe hier den Kampf für 3,10. Also machen wir es so? Machen wir das, okay? Du gegen Jem bei Legacy und der Verlierer verlässt das Land. Okay, der Verlierer verlässt das Land. So. Hey! Ja, okay, alles klar. Danke dir. Wir machen nachher weiter. Okay. Hey, Orlando. Wie geht's dir? Alles okay. Ja, es tut mir echt leid für dich. Ich weiß. Weißt du, du hättest es echt verdient und auch gerade die Fans hätten dich als Champion auch echt verdient. Egal. Der neue Champion, ich hab's super, oder? Pascal? Nein. Du. Komm her. Hey man, it's good to hear from you. Wow, it surprised me that you called me. How's it going? Yeah, you already heard. Yeah, I did. Yeah, on the 11th of November I will have a title match. Yes, that's true. Okay. Well, look. I'm gonna see what I can do. Okay? Let me give you some time and maybe I can have a word with GWF office. Yeah, sure. You know, if I'm gonna be the new champ, we will have much more better chances than this. Okay. Okay, sure. Okay, I promise. Okay, yeah, see you soon. Die Champion ist hier. Ja, das ist überhaupt nicht witzig. Das war auch kein Witz. Du bist immer noch Loserweight Champion, weil du nicht hörst auf Vincenzo. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Du musst stärkere Gegner fordern. Noch stärker. Der letzte, der war 2 Meter groß. No, Vincenzo meinte bekannter, erfahrener. Wieso? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Doch, weil wenn die Matchmaker sehen, dass du hast nicht genug Erfahrung, dann sie geben dir kleinere und schwächere Gegner, weil sie Mitleid mit dir haben. Gegen wen soll ich denn deiner Meinung nach antreten? Pass auf. Du forderst eine Titel versus Titelmatch gegen die Berlin Champion. Gegen den Berlin Champion? Ja, genau. Und wenn du nur hast einmal die Chance ihn zu pinnen, dann legst du deine Beine aufs Seil und dann wirst du sogar Berlin Champion. So wie Vincenzo damals. Komm. Rambo, wir haben da mal eine Frage. Mach mal schnell, ich habe keine Zeit mehr jetzt. Ich habe gehört, dass du und Vincenzo kein Rematch mehr um den Tag-Team-Titel fordert. Stimmt das? Wieso wollt ihr das wissen? Und wer erzählt das? Naja, komm on. Du kämpfst doch wohl gegen Ahmed, oder? Ja, okay. Sag mal, wollt ihr gegen die Mafia und die Tag Team Titles kämpfen bei Legacy? Das wollt ihr? Ja. Von mir aus machen wir. Du schreib auf. Die Cash Money Mafia gegen Tony und Ronaldo bei Legacy und die Tag Team Titles. Zufrieden? Okay, können wir aber auch. Egal, scheiß drauf. Pass auf, ich verspreche dir, dafür wird das ein richtig geiles Match, okay? Weißt du was, mir egal. Ihr habt schon eure Match, jetzt geht raus. Ich brauche meine Ruhe jetzt, okay?
Dann denkt man wirklich, dass man einen kennt. Und dann wird man eines Besseren belehrt. Das ist die Story meines Lebens. Ja klar, du bist das Opfer. Ich weiß ganz genau, dass du bei Ahmed warst und gelästert hast. Was habe ich? Ja, du warst bei Ahmed und hast gelästert. Und nur um irgendeinen Vorteil rauszuschlagen. Wow, du glaubst wirklich, ich rede über dich? Ich weiß es, verdammt! Alter, wenn du das weißt, ne? So nix gerallt. Ja klar, der kleine Löwe weiß wieder von nichts. Der große Superstar Tarkan Aslan weiß von allem Bescheid. Aber weißt du was? Mir ist es egal. Mir ist alles egal. Ich habe ein Match angemeldet. Ich und Ronaldo gegen dich und Cash Money Hakan. Dein Ernst jetzt? Mein voller Ernst. Und dann zeige ich dir mal, wie es ist, wenn ein echter Löwe vor dir steht. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack, 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 pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du mir die Leidenschaft willst. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist die German Wrestling Federation, hier ist Huxleys Hexenkessel, dies ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der nächste Kampf ist festgesetzt auf einen Fall. Und es ist ein Tag-Team-Match auf dem Weg zum Ring. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei 3 Count. Mein Name ist Jonathan, ich sitze hier am Kommentatorenpult mit meinem guten Freund TJ und wir werden jetzt für euch die Action kommentieren. Mit einem Gesamtgewicht von 180 Kilogramm aus der Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Slinky, Slim Jim, the Purple Star Circus. Was sind das denn für zwei Gestalten? Wo wurden die denn ausgegraben? Wo sind die denn ausgebrochen? Wir sind der Purple Star Circus. Ich bin der verrückte Clown Slim Jim. Und das ist... Slinky. Ich komme aus der Bonhoeffer Nervenklinik. Und ich komme aus dem Zirkus Shake. Ja, auf damit. Was haben wir erreicht, ha? Nix. Aber ich bin Loser. Ich war Loser bei den Champion. Damit solltest du nicht angehen. Was wir erreichen wollen? Ganz einfach mal gewinnen und Tag Team Champions werden. Ja. World Champion. Egoist. Oha, beide im Gesicht geschminkt und beide mit einer sehr, sehr eigenartigen, skurrilen Ausstrahlung, aber mal sehen, was sie jetzt auf der Matte zeigen. Eigenartig, das ist ja wohl eine Untertreibung des Jahrhunderts. Was sind das für schräge Vögel? Slinky, Slim Jim. Was sind das überhaupt für Namen, Jonathan? Wer nennt sich so? Ich habe keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Das ist eben 3 Count, da weiß man nie so, was passiert. Aber Jonathan, die Namen ihrer Gegner, die kenne ich ganz genau. Denn das sind Los Libertadores de la Lucha Libre. Es ist unglaublich. TJ, du bist total im Mut. Wir haben hier auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Los Libertadores de la Lucha Libre, a.k.a.
Der gefreite Weber, den sehen wir hier im Ring, der hier gerade Slinky zusetzt und in der Ringecke auf den Wechsel wartend quasi unser Präsident, El Presidente Rambo, mit etwas Applaus. Und das sieht alles gar nicht gut aus für Slinky gerade. Ja, natürlich, da applaudiert El Presidente Rambo zu Recht. Der erste Pin-Versuch bis 1. Aber Slinky, der ist hier alles andere als gut in dieses Match gestartet. Und es kommt mir auch so vor, als würde er das hier nicht ernst nehmen. Ja, wo ich auch noch nicht so ganz weiß, ob ich es ernst nehmen kann, ist Gefreiter Weber in seiner Rolle als Matchmaker. Also das sind ja teilweise, glaube ich, wirklich sehr komische Paarungen, die er da versucht für die Shows zu planen. Das ist mehr schlecht als recht, aber aller Anfang ist schwer und noch ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber Slim Jim, der ist gerade von den Seilen nicht gefallen, sondern elegant wie ein Vogel, grazil geradezu, gesprungen mit diesem Double Stomp in den Rücken. Und da muss der gefreite Weber erstmal austaggen. Ja komm, schick den frischen Mann rein, Rambo. Und der feuert direkt mal das Publikum auf, beziehungsweise, was heißt das? Er wird hier tatsächlich seit Neuestem auch bei 3 Count angefeuert, unser Präsident. Ja, unser Präsident ist die Frage, wie lange der noch der Präsident sein wird. Wir haben ja die großen Wahlen. Das Endergebnis wird bei Legacy, der nächsten Großveranstaltung der GWF, verkündet werden. Am 11. November findet das Ganze statt. Und da werden wir auch... Oh, Vorsicht, Cover. Nur bis 2, Slim Jim raus. Ja, und bei dieser Großveranstaltung bei Legacy werden wir auch sehen, Rambo gegen Ahmed Cher. Und in diesem Match geht es darum, wer wird der Matchmaker der GWF. Ganz, ganz viel auf dem Spiel hier. Und die Zirkusclowns, denen wird hier zugesetzt. Die Clothesline und das war's aber noch nicht. Ja, das Publikum feuert hier. Verfeuert es wirklich diese verrückten Clowns zurück ins Match? Nein. Kann das sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das Publikum hier in Berlin sichtlich irritiert, genauso wie wir beide. Richtig, Slim Jim jetzt mal mit Offensive. Ich kann es nicht. Ja, da kommt der Wechsel zu Slinky. Der ist noch frisch. Dreht Rambo raus, nimmt ihn auf die Schultern und... Was heißt denn da frisch? Der ist genau das Gegenteil von frisch. Der ist im Geiste einfach verquorren und kaputt, dieser Mann. Aus der Irrenanstalt ausgebrochen. Ja, das macht zumindest den Anschein. Ne? Scheint wirklich nicht ganz bei seinen geistigen Kräften zu sein. Während es hier den Wechsel von Rambo zu seinem gefreiten Weber gibt. Ja, und jetzt Double Team Action von den Libertadores de la Lucha Libre. Zusammen ist man immer stärker. Der Ref sagt jetzt aber schon Bescheid. Jo, raus mit dir, Rambo. Das Cover im Ring, aber Slinky befreit sich auch hier. Ja, das war ein klassischer Lucha Libre Move, dieser Double Suplex. Absolut. Die Hebelwirkung genutzt und dem Gegner zugesetzt. Chops auf die nackte Brust vom Zirkusclown Slinky. Ah ja, schön, wie hier der Gefreite die Regeln zu seinen Gunsten, ein bisschen beugt, möchte ich einmal sagen. Absolut, das ist natürlich auch die Schule von Rambo, das darf man nicht vergessen. Der gefreite Weber, der hat sich einen, auf jeden Fall keinen verkehrten Wäger hier rausgesucht, beziehungsweise vielleicht auch andersrum, man weiß es nicht. Klar ist, dass die beiden hier im Team auftreten und es ziemlich gut gerade läuft. Und der Dropkick in die Ringecke, Rambo setzt nach. Cannonball! Da wurde die Kanonenkugel abgefeuert. Ja, so macht man das im Krieg. Und so macht das auch Rambo hier natürlich in seiner Trademark Camouflage-Klamotte. Ja, dieser Mann, der weiß, wie es ist, im Krieg an vorderster Front zu stehen. Wir müssen ja auch mal über seinen Mut sprechen. Wie mutig ist das, sich einem Gegner wie Ahmed Cher zu stellen, der so viele Jahre Erfahrung hat,
Der hat im letzten Jahrtausend schon gewrestelt, Jonathan. Überleg dir das mal. Warst du da überhaupt schon auf der Welt, als Ahmed Scher das erste Mal im Ring stand? Ich glaube nämlich nicht. Dieser Mann, der hat wirklich einiges an Historie dabei, das stimmt. Und Rambo hat den Mut, sich ihm zu stellen. Das kann man hier im Ring, das darf man nicht vergessen. Hier kann es von einem Moment auf den anderen vorbei sein bei dieser schnellen Action hier bei 3 Count. Weber jetzt zurück im Seil geführt. Und er hat auch den Zuspruch der Fans, wie man hier gehört hat. Aber Slinky, der wird doch jetzt nicht kontern. Ah, doch, tatsächlich der Konter gelingt Slinky. Aber hier, Rambo natürlich, der Veteran des Tag Team Matches. Wir dürfen ja nicht vergessen, Tag Team Champion ist er gewesen mit Vincenzo zusammen. Absolut. Slinky! Und deswegen hat er natürlich auch diese Erfahrung, was Matches im Team angeht. Der doppelte Wechsel auf beiden Seiten. Jetzt ein neuer Akteur, Slim Jim und Rambo, die aufeinandertreffen. Und Slim Jim, der bringt die Kopfschere durch. Oh nein, Rambo sichtlich verwirrt. Wir haben auch noch diesen Codebreaker. Weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und Slim Jim, der wird doch jetzt nicht hier den Überraschungssieg für sein Team einheimsen. Das kann ich mir doch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber vielleicht haben wir die Clowns unterschätzt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die Clowns unterschätzt haben. Vor allem diesen Slim Jim, der hat ja durchaus ein bisschen was an Akrobatik zu liefern. Aber das hat er nicht kommen sehen. Rambo vom zweiten Ringseil. Ah, und da hat er Glück gehabt, Slim Jim, dass Slinky für ihn eingegriffen hat, sonst wäre es das gewesen. Rambo hätte da fast den Sack zugemacht. El Presidente vom zweiten Ringseil, spektakulär. Der könnte auch im Zirkus auftreten, so ein Seilakrobat ist Rambo. Ja, absolut. Rambo natürlich mit gefährlichen Aktionen aus jedem Winkel des Ringes, aber natürlich auch mit der rechten Hand hier. Eine Ohrfeige nach der anderen und Slim Jim, der ist doch ausgenockt. Oh, da boxt er ihm einfach ins Gesicht. Mein Gott, schau dir mal diese Körperhaltung an, das kann doch nicht gesund sein. Der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, sich so zu verbiegen. Absolut, aber Slim Jim kommt hier trotzdem raus, denn zeigt Widerstandsfähigkeit. Will jetzt hier nochmal seine Kopfschere zeigen, dieses Mal. No way, Rambo. Oh, was für ein Konter! Was für ein Konter! Unglaublich, ja, Ref, zähl doch! Ist der Ringrichter denn hier blind? Ich glaube, die Schultern waren nicht ganz auf dem Boden, auf der Matte. Kann ich mir vorstellen, der Ref war in einer sehr guten Position, der DDT von Slim Jim, Achtung! 1, 2, aber Rambo befreit sich. Das hätte es eigentlich sein sollen, der Sieg für Rambo und den gefreiten Weber, der jetzt auch einfach hier in den Ring kommt. Oh, Superkick! Ja, da ist dem Gefreiten die Sicherung durchgeknallt. Ja, weil Slinky eben auch im Laufe des Matches immer wieder hier rein eingegriffen hat, als er eigentlich nicht dazu erlaubt war. Und da kann man natürlich schon mal... Cutter! Caribbean Cutter! Gute Nacht! Slim Jim steht nicht mehr auf! Noch der Splash hinterher! Cover vom Legalmann Rambo! Und das ist der Sieg! Und hier sind die Sieger. El Presidente Rambo, Gefreiter Weber, Los Libertadores de la Lucha Libre. Man muss sich nur mal das Ende dieses Kampfes angucken. Dann sieht man, wie erfahren Rambo im Tag-Team-Kampf ist. Und Weber setzt hier super nach mit dem Splash. Da sehen wir noch einmal einige der Highlights. Die Clowns und Slim Jim vor allem haben begeistert mit fantastischer Akrobatik. Aber hier, wie im Krieg, die Kanonenkugeln abgefeuert in die Ringecke. Die Clowns zwischenzeitlich konnten sich tatsächlich echt nochmal gut in Szene setzen. Los Libertadores waren überrascht. Aber dann der Caribbean Cutter und der gefreite Weber, der aus dem Schützengraben kommt, aus dem Nichts gesprungen mit dem Big Splash. Rambo mit dem Pinfall. Und das war der Sieg für Rambo und den gefreiten Weber. Hey Hakan, hi, grüß dich. Hast du kurz Zeit? Emma. Cool.
Cool, ich würde dich fragen, ob du Lust hast auf ein Titel gegen Titel-Match. Dein Berlin-Titel gegen mein Loser-Titel. Klar. Wirklich? Jederzeit. Sag mir wann, sag mir wo. Dankeschön, wirklich. Ja. Geil, Dankeschön. Ja, so bin ich. Verstehst du, was ich meine? Geil. Hey, Rev! Du, hast du kurz Zeit? Ja, dann habe ich einen Job für dich. Schau mal hier. Oh. Erledige den Job. Sieht das nicht aus wie ein Pin? Okay. 1, 2, 3. Ja, los geht's. Ja, ja. Da wollte mich doch alle verarschen, Alter. Hast du kurz Zeit für mich? Alter, nur eine Lappen hier. Titel gegen Titel. König, du Lappen. Die Card können wir so machen. PS, vergiss die Präsidentschaft. Du musst Matchmaker werden, das ist das Wichtigste, um die GWF zu kontrollieren. Von wem ist das Fax? Du willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit. Suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklimmt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest jetzt, wie du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft.